In der heutigen Folge durchfahren wir den Galgenkopf, dann wird durchgeatmet auf der Döttinger Höhe und unser Blick geht schon voraus in Richtung Hohenrheinschikane. Galgenkopf selbst, das ist ja die letzte Doppelrechts, bevor es dann lange geradeaus geht. In dieser Doppelrechts auch wieder sehr, sehr rutschig im Eingang. Den Ausgang wiederum weit außen fahren. Ja? Bleibt ein bisschen länger auf der linken Seite, versucht den Grip zu spüren und dann braucht ihr Geduld, dass man dann wirklich das Gas aufziehen kann, dass man wirklich Schwung aufbauen möchte für die Döttinger Höhe. Ja, Döttinger Höhe wird voll durchfahren im 6. Gang. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Es geht ja zum Ende der Döttinger Höhe wieder leicht bergauf und wir erinnern uns immer dann, wenn wir in den Berg hineinfahren, kommt uns Wasser entgegen. Auch da aufpassen, da ist die Gefahr dann doch schon recht groß, selbst in der Mitte der Fahrbahn irgendwann aufzuschwimmen. Weit vorausschauen ist da der Schlüssel. Generell wie auf der Nordschleife im Nassen sowieso immer die Strecke lesen, weit vorausschauen, um zu sehen, wo sind trockene Stellen und wo ist es vielleicht super, super nass. Die Döttinger Höhe kann man sicherlich mit einem guten Regenreifen voll durch beschleunigen, aber ungefähr ab Mitte der Döttinger Höhe, da haben wir plötzlich andere Asphaltbeläge. Das sind 200-300 Meter vor der neuen Zufahrt, vor der Touristenzufahrt. Anderer Asphalt und da muss man, je nachdem wie stark es regnet, vielleicht sogar mal den Fuß vom Gas nehmen. Und die Antoniusbuche geht im Trockenen ja normalerweise Vollgas. Mit dem Knie lenkenderweise kann man Antoniusbuche ja voll fahren im Trockenen. Im Nassen sieht die Welt da anders aus. Ist am Ende abhängig davon, wie viel Regen haben wir denn, wie viel Wasser steht auf der Bahn. Und wir sind hier in der letzten engen Schikane, der sogenannten Hohenrheinschikane. Und auch hier wieder spiegelglatt, wenn es denn nass ist. Wahnsinnig rutschig, seid da wirklich vorsichtig, wenn ihr den finalen Bremsschlag dann einleitet für die Hohenrheinschikane. Wir haben viele Bodenwellen, wir haben viele verschiedene Asphaltbeläge in dem Bereich. Dementsprechend seid da wirklich, wirklich vorsichtig. Genau, besonders in der Anbremszone, die hinter uns liegt, ist es auch wieder sehr, sehr wellig und natürlich, weil dort Überholmanöver auch immer permanent im Trockenen stattfinden, liegt der Gummi fast auf der kompletten Fahrbahnbreite. Deswegen frühzeitiges Anbremsen, sich konzentrieren, das Lenkrad gerade zu halten, damit man über die Wellen halt eben keine stehenden Räder hat. Wenn man dann einmal in dieser Hohenrheinschikane hier drin ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Nasslinie. Wichtig ist immer, dass man auf der letzten oder in der letzten Kurve, bevor es wieder auf Start und Ziel geht, früh nach rechts außen kommt, um Traktion zu generieren, um den Speed mit die lange Gerade runterzunehmen. Da kann man den Curb innen wieder mit dem halben Auto nutzen. Das generiert vielleicht ein bisschen mehr extra Druck auf die äußeren Räder. Lieber ein klein bisschen langsamer hier in diese Schikane hineinfahren. Dafür aber schnell rausfahren und schnell aus einer Kurve rausfahren ist immer dann wichtig, wenn anschließend ein langes Vollgasstück folgt. Ja, diese und weitere Themen lernt ihr natürlich bei der Nürburgring Driving Academy, den Jungs hier am Nürburgring. Schaut da gerne mal vorbei.